13.04.2023, zweites Jahr und Tag 48 im Ukraine-Krieg. Die ukrainischen Soldaten in Bachmut sollen angeblich eingekesselt worden sein. Das behauptet zumindest Russland. Die Ukraine dementiert das und auch Soldaten aus der Stadt berichten darüber, dass Bachmut weder eingekesselt noch gefallen ist. Prigozhin meinte auch, dass das russische Verteidigungsministerium voreilig Informationen preisgibt. Darauf bezieht er sich auf die Aussage, dass schon über 80% unter russischer Kontrolle sind, was aber nicht so ist. Ich persönlich denke auch nicht, dass Bachmut bereits eingekesselt wurde, da die Flanken erstens sehr stark verteidigt werden und zweitens genug Quellen das Gegenteil beweisen. Unter anderem versucht Polen nun MiG-29 Kampfjets in die Ukraine zu liefern. Das klingt zwar gut für die Ukraine, jedoch fehlt es ihnen nicht nur an den Fliegern, sondern auch an den Piloten. Infanteristen, Instandhalter und so weiter kann man ja recht schnell ausbilden. Jedoch ist die Ausbildungszeit für neue Piloten recht hoch. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen, weshalb die Ukraine nach ausländischen Ex-Piloten sucht. Diese haben ja schon ihre Ausbildung abgeschlossen und würden dann nur auf die neuen Flugzeuge umgeschult werden. Abgesehen davon werden die Medien Tag für Tag von irgendwelchen Geheimdokumenten überflutet. Erst die einer angeblichen Offensive, welche dann aber doch nur ein Lagebericht waren. Kurz darauf gab es dann die überarbeiteten Dokumente, welche eine Fälschung oder eine Fälschung einer Fälschung waren, man weiß es nicht. Dann folgten angebliche Namen von US-Agenten, welche in der Ukraine und in der russischen Armee hohe Dienststellungen haben sollen, und nun seit neuestem weitere Dokumente, deren Inhalt die Präsenz von britischen und amerikanischen Soldaten in der Ukraine beweisen soll. Beide Seiten sehen sich als Opfer einer groß angelegten Desinformationskampagne und beide beschuldigen die Gegenseite für die Verbreitung von Falschinformationen. Wenn US-Geheimdienste zugeben, dass es ein Datenleck gab, dann sehen es andere wiederum als beabsichtigte Aussage, um ein gefälschtes Dokument glaubwürdiger zu gestalten. Nun kursiert sogar die Aussage, dass Putin Krebs haben soll und eventuell sogar Parkinson. Und das ist auch wieder eine Info aus geleakten Geheimdienstdokumenten. Außerdem sollen hochrangige Mitarbeiter im Kreml vorhaben, den Krieg in der Ukraine so zu sabotieren, dass man Putin bei einer Niederlage stürzen könnte. Ihr seht also, wie die Lage der Woche ist. Es ist durch die hohe Menge solcher Meldungen fast schon unmöglich, einen Überblick zu behalten oder eine Prüfung der Inhalte zu gewährleisten. Wir befinden uns gerade in einer massiven Informationsschlacht, welche nur durch Nutzer der sozialen Medien ihrer Skepsis oder ihrer Meinung so stark verbreitet wird. Ich mache gerade auch nichts anderes. Ich berichte darüber und jeder von euch macht sich gerade eigene Gedanken darüber, ob die Dokumente echt sind oder eine Fälschung. Und natürlich, von wem sie denn auch gefälscht worden sind. Soziale Medien und die Verbreitung von solchen Nachrichten sind ein extrem großer Faktor in diesem Krieg und wie man sehen kann, ist es extrem effektiv. Nur als kleines Beispiel. Hier erwarten wir die Gegenoffensive der Ukrainer. Durch die Informationen kommen uns aber folgende Fragen. Einfach mal durch das erste Infoblatt, welches ich vor 2-3 Tagen mal in einem Lagebericht mal gezeigt habe, wurde ja gezeigt, dass die Ukrainer nicht so gut aufgestellt sind, wie sie behaupten. Ist das jetzt wahr oder nur eine Finte, damit man sich nicht auf die starke Verteidigung vorbereiten muss? Oder ist die Ukraine an der Stelle nur nicht so gut aufgebaut, weil die Offensive woanders stattfinden wird? Oder will man nur, dass man denkt, dass die Offensive woanders stattfinden wird? Oder vielleicht gibt es ja auch gar keine Offensive. Oder vielleicht haben die Russen die Dokumente in Umlauf gebracht, um ihren Soldaten vorzugaukeln, dass sie eine Chance gegen die ukrainische Offensive hätten. Oder vielleicht ist es ja sogar so, dass Russland die Dokumente in Umlauf bringt, damit die ukrainische Führung ins Zweifeln kommt, falls einige Daten der Wahrheit entsprechen würden. Ihr seht also, dass ich nur mit einer einzigen Meldung über einen bestimmten Frontabschnitt schon 6 Fragen stellen konnte, welche beide Seiten in die Hände spielen. Und die Informationen der Woche beziehen sich nicht nur auf diesen Bereich, sondern fast auf die komplette Front und nun auch auf Führungspositionen bei der Armeen. Des Weiteren gibt es fast gar keine Meldungen mehr von der Front selbst. Wir haben eine große Nachrichtensperre auf ukrainischer Seite, weshalb ich kaum an Informationen von ihnen herankomme. Russische Informationen kann man kaum widerlegen, da eben viele ukrainische Informationen fehlen.
Und, wie ich ja schon öfter die letzten 2 Wochen erwähnt hatte, hat Russland vermehrt angefangen, in die Defensive zu gehen. Demnach kann ich kaum noch von Angriffen Russlands sprechen, außer natürlich bei Bachmut und in der Nähe von Kremina, aber sonst passiert auf russischer Seite kaum etwas, was Offensivaktionen wären, da Russland sich ja auch auf die große Gegenoffensive der Ukrainer vorbereitet und dadurch ihre Defensivanlagen ausbaut, wie wir ja die letzten 3 Lagestreams am Sonntag mal gesehen haben. Demnach bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht. Falls sich an der Bachmut-Sache etwas ändern sollte, werde ich mich natürlich heute noch einmal melden. Wenn nicht, dann wisst ihr, dass es sich dabei wahrscheinlich wieder nur um Falschnachrichten gehandelt hatte.